sehen. Warum? Guten Morgen Leute, es ist heute der 3. August und ich laufe in Lommel in Belgien, eine organisierte Wanderung von 21 Kilometern. Es ist sehr viel los auf dieser Wanderung. Ich habe schon gesehen, dass die meistens über 1000 Wanderer haben, also ist schon eine große Wanderung. Ein schönes Wetter, die Sonne scheint, kann bis zu 20 Grad werden heute. Und ich muss jetzt Pfeilen folgen. Das ist besser als Menschen, ne? Viel besser. Und ich finde, dass wir hier vorne nach links müssen. Auf 1921, 400 Grad. Okay. Ja, erste Abzweigung, Leute. Wir gehen nach rechts. Und die 4 Kilometer geht geradeaus. Ja, 4 Kilometer. Das lohnt sich ja gar nicht, um zu laufen. Ne? Na, macht nichts. Ich denke, dass hier eine schöne Umgebung wird, was ich so sehe. Und wir sind schon längst aus Lommel raus. Und hier ist auch eine Bestätigung, dass wir die 21 laufen. Das ist super gemacht. Da zieht auch wieder ein Pfeil geradeaus. Also das war schon die erste Abzweigung. Ne? Wir laufen wieder durch das schönste Belgien heute Morgen. Wie geil. Ja, wir laufen hier durch den Norden von Belgien, ne? Lommel, und ich muss sagen, es ist hier nicht flach. Das erwartet mich hier nicht so im Norden, ne? Dass man da diese Hügel hat. Aber es ist schon schön, muss ich sagen. Es geht mal wieder rauf, es geht mal wieder runter. Durch den Wald. Es ist richtig geil hier. Die ersten Kilometer sowieso. Wenn das so weitergeht, dann wird es schon eine schöne Tour. Garantiert. Und die Pfeilen sind gut zu folgen, die sieht man gut. Das ist super. Und wir schlängeln uns hier durch den Wald links, rechts und so weiter und so fort. Hier geht es wieder einen Hang ab, ne? Guck mal, dass das hier runter geht. Wow, wow, wow. Und wir kamen langs den Bahnhof von Lommel. Ja, der lag hier auch. Da habe ich auch schon gesehen. Also der Bahnhof ist hier ganz nah dran an die Wanderung. Das haben die sich ganz strategisch ausgesucht. Ne? Ja Leute, die nächste Abzweigung, 10, 18, 13, 21 nach rechts. Okay, 13 und 21 nach rechts. Und da sehen wir hier auf die 13 und 21, jawohl. Kilometerzahl weiß ich nicht, denn die Samsung liegt hinten in meinem Rucksack. Aber es macht mir auch nichts aus heute. Und ja, kleine Neuigkeit, das ist eine gute Übung, ne? Für die 4 Tage. Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag ist die Hügelland. 4 Tage von Berg Unterbleed. Ich habe mal geschnuppert in die Landschaft, in die vorherige Wanderung, ne, in Berg Unterbleed. Steht auf BitChute und YouTube. Und ja, das wird ein Brett, ne? Das habe ich schon gemerkt. Das sind 4 mal 40 Kilometer, was ich da laufen möchte. Bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Ich habe fast 1,5 Stunden gelaufen.
und laufe jetzt in ein Dorf. Also ich schätze, dass wir jetzt 7,5, 8 Kilometer gelaufen haben bisher. Ich werde mal rausfinden, was für Dorf es ist. Muss man eben sehen. Ob ich hier irgendwas sehe. Hier sehe ich gar nichts. Nein, ich habe keine Ahnung, was das für ein Dorf ist hier. Ich kann es nirgendwo sehen. Ja gut, da werde ich es hinterher einblenden, wenn ich es weiß. Also ich schätze, dass wir 6, 7 Kilometer gelaufen haben. Es war nur alles Wald. Jetzt sind wir mal raus aus dem Wald. Ich habe keine Abzweigung mehr gesehen, also wir sollten immer auf die 21 sein. Ja. War es ein Verkehr am Sonntagmorgen, unglaublich. Ich laufe jetzt noch immer langs eine große Straße hier in Belgien. Ich habe keine Abzweigung mehr gesehen. Also die muss wahrscheinlich noch kommen. Hoffe ich. Sie nicht vermisst habe. Aber das sind die großen Straßen in Belgien am Sonntagmorgen. Aber wir gehen hier nach rechts. Und dann wird es wieder etwas besser. Also da muss noch irgendwo eine Abzweigung kommen. Für die 21. Hinter mir liefen Leute. Vor mir läuft jetzt auch einer. Also ich habe lange Zeit keine gesehen. Aber ich bin ja spät dran. 9:30 gestartet. Da sind die meisten schon weg. Dann ist schon ab 7 Uhr starten hier. Ne? Was gibt es hier dann? Ah, hier gibt es eine VP. VP1 gibt es hier. Okay. Dann werden wir wahrscheinlich irgendwo die Hälfte der Strecke drauf haben, denke ich. So zu sehen. Das sind nicht die VP's wie in Deutschland, beim Ultramarsch oder so. Aber es sind VP's und eine Kontrolle gibt es hier. Ja, ich bin jetzt weg vom den Rastplatz, dem VP. Und ich bin jetzt auf die 18, 21 Kilometer Strecke zum ersten Mal. Ja, wir kommen nochmal zurück zu den VP. Ne? Ja. Und hier sieht man schon den Sportplatz, Fußballfeld. Ne? Ja. Es wird ein bisschen, Wind ist ein bisschen frisch, aber sonst geht es ja gut. Ne? Und ich schätze, dass wir jetzt ungefähr, Pi mal Daumen, wie spät ist es jetzt? 11 Minuten auf 11. Ja, um die 8, 9 Kilometer drauf haben. Ungefähr 9:30 bin ich ja gestartet, habe ich angefangen und ich laufe ungefähr 5 Kilometer pro Stunde, schätze ich. Dann wird das schon hinhauen mit um die 8 Kilometer. Hier sieht man auch wieder den Pfeil, das geht ganz gut hier. Wir hatten schon zweimal ein Problem jetzt, um den Pfeil zu finden. Weil an die große Straße, wo wir kamen, da stand kein Pfeil. Da bin ich nach links gelaufen und da stand ein Pfeil rechts rauf. Da sind wir jetzt rein. Und hinter mir läuft eine Frau, die hat das gleiche Problem. Ne? Also ich vermute, dass da jemand einen Pfeil weggenommen hat. Und da war noch eine große Straße, da hing der Pfeil, der hing da an der falschen Seite der Straße. Dadurch sah man dann den nicht. Also es gibt schon ein paar Problemchen hier. Meistens geht es ganz gut, aber manchmal läuft es doch ein bisschen schief. Und wir sind wieder zurück im Dorf. Und ich glaube, dass das gleiche Dorf ist, als wir schon waren. Ne? Denke ich schon. Ach, das ist schon mal eine Sensation. Ne? Pfeile suchen. Das ist nicht so ganz gut gelungen, muss ich sagen. Ja, es ist 11:30, ne? Und ich weiß jetzt, dass wir in Lommel laufen, weil das ist eigentlich ganz einfach hier in Belgien. Die Straßenschilder, hier unten steht das Dorf.
Bin ich schon so viel in Belgien gelaufen, jetzt sehe ich das erst. Ob das nur hier ist. Da steht der Knapenhof, das ist die Straße und drunten steht Lommel. Aber wir sind in Lommel noch immer. Das Dorf selber. Und wir laufen Richtung einen Wald. Da läuft eine Frau mit den Hühnchen, ein Fifi. Und jetzt geht es wieder gut mit den Pfeilen. Ne? Die sind immer wieder schön da. Hier auf dem Baum steht auch wieder eine. Also ich habe so eine Vermutung, dass da jemand einen Pfeil weggenommen hat. Schwer Böses denkt. Und wenn man sich hier verläuft, es gibt gar keine Streckenführung auf Papier, nicht über Komoot, es gibt gar nichts. Also wenn man sich hier verläuft, dann kann man Google anschmeißen und wieder zurück zum Start bringen lassen. Mehr kann man nicht machen hier. Man hört hier in der Ferne, ich denke es Motocross ist. Ich hörte, dass da jemand europäischer Meister geworden ist. Also das hören wir schon die ganze Zeit. Ne? Und wir sind wieder im Wald im Schrubben, wie ihr seht. Also das ist eine super Wanderung, wenn es 30 Grad ist. Ne? Und viel Wald, hat man viel Schutz und es ist immer kühl. Ne? Und die Pfeile sind jetzt sehr gut zu folgen, wie es sein soll. Hier hängt auch wieder einer. Es ist eine verdammt schöne Wanderung. Ich vermute, dass wir hier am Camping Lommeler Bergen sind. Denn ich sehe überall Wohnwagen. Ja, guck mal, all die Flaggen. Ich sehe es nicht stehen, aber das kann sein. Ja. Hallo, is dat de Lommeler Bergen? Dat is de Blauwe Meer, ja, is dat. Blauwe Meer, niet de Lommeler Bergen. Nee. Dank u. Ja Leute, ihr habt es gehört. Es ist die Camping Blauwe Meer und nicht Lommeler Berge, wie ich sagte. Da war ich auf dem falschen Dampfer. Aber die muss hier auch irgendwo sein. Ich weiß nicht wo. Wow. Ist das geil hier. Okay. An meiner linken Seite gibt es einen riesigen Friedhof. Wahrscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Schau dir das mal an. Das sind Tausende und Abertausende Kreuze. Unglaublich. Boah. Ich hoffe, dass die Kamera es einigermaßen einfängt, aber es wird schon gut kommen. Das sind sehr viele Kreuze. Und es geht weiter und weiter und weiter. Zehn Minuten nach 12, Leute. Und wir laufen noch immer, wie ihr seht, um den deutschen Friedhof rum. Wir laufen komplett drumherum. Das ist unglaublich. Da liegen alle unsere Brüder und wahrscheinlich auch Schwestern von uns, die im Zweiten Weltkrieg umsonst gefallen sind. Tja, das ist der kasarische Mafia. Ne? Was soll man sagen? Tja, es sind richtig Tausende und Abertausende, die hier liegen. Das sind unsere Ahnen. Man kann es nicht fassen. Man kann es nicht fassen. Ja, 10 nach 12 sage ich, 12 Uhr, mal rechnen. Halb 10, halb 12 sind 2 Stunden, 2,5 Stunden.
15 Kilometer, 12, 13 Kilometer schätze ich, haben wir heute drauf, die Uhr. Und das ist mal Sonne. Sonne geht mal weg. Aber wir laufen ja meistens im Wald, ne? Also haben wir da keine Probleme mit. Ja, hier ist auch wieder ein verschlossenes Gebiet. Da sind Kameras. Also ein Militärgelände oder so. Kann sein. Ist ganz umzäunt. Gibt es eine Straße. Also kann ein militärisches Gebiet sein. Mit den Kameras. Keine Ahnung. Und es ist jetzt 1:15. Also ich schätze, wir brauchen noch 1,5, 2 Stunden bis zum Auto. Aber vorerst kriegen wir noch der VP1, der VP2 wird. Ne? Also der muss jetzt irgendwo kommen, denke ich. Werden wir mal sehen. Jetzt laufen wir die 21 zum zweiten Mal. Ne? Das war für VP2, ja, VP1 war VP2 geworden. Wir gehen hier nach rechts und wir haben 14,3 Kilometer gelaufen heute. Und ich habe die Samsung mal nachgeschaut, die Samsung 14,3 Kilometer, sagte die Samsung. Und das war meistens Wald. Ne? Na, und ich habe da, ja, ich sagte schon, Süppchen gegessen, ne? Die war absolut super herrlich. 13, 18, 21 Kilometer, alles ist hier zusammen. Also wir brauchen noch ungefähr 6 Kilometer, 5,5, 6 Kilometer bis zum Ziel heute. Und das werden wir auch noch schaffen. Und jetzt kommt die nächste Gabelung. Also das ist die 4. Also wir gehen nach rechts im Wald. Die 4 Kilometer geht nur geradeaus. Ja, es geht wieder weiter im Wald. Ne? Ich muss schon sagen, die ist schon gut organisiert, die Wanderung. Es gab ein paar Probleme mit Pfeilen, aber weitgehend geht es gut. Da steht, dass wir auf die 21 sind. Okay, das ist super. Und ich schrubbe wieder weiter im Wald. Ja Leute, die nächste Abzweigung. 1321 rechts. Die neueste, die 4 auch. Und da wieder die Bestätigung. 13 und 21 rechts. Und wir schrubben dann immer durch den Wald. Ne? Eine richtige Waldwanderung. Ich denke, dass wir noch keine 10% Asphalt hatten heute. Ein kleines bisschen durch den Dörfern, ne? Aber das war es dann auch. Aber es ist eine schöne Wanderung. Schönes Wetter. Die Sonne scheint mal, die Sonne scheint nicht. Ich denke, so um die 20 Grad ist mindestens. Und die Sonne ist schon richtig heiß. Ja, es geht schon. 2 Uhr, Leute. Und wir kommen an die Bergische Bahn ran. So, wir sind drüber.
Es ist jetzt 14 Uhr. Also ich schätze noch ungefähr 30 Minuten brauchen wir noch. Dann der Bahnhof war ja auch in Lommel. Also denke ich, dass wir ungefähr 30 Minuten am Auto sind. Und jetzt gibt es eine Landschaft mit jungen Bäumen. Also das ist neu angepflanzt hier. Und es gibt natürlich hier auch wieder Strommasten. Ja Leute, mal schauen. 20 nach 2. Und wir laufen jetzt das nächste Dorf rein. Ich denke, dass es wieder Lommel ist. Wir müssen jetzt nach links. Wir haben hier auf Straßenschild. Hier ist kein Straßenschild. Ich denke, Lommel ist. Man sieht auch viel mehr Wanderer jetzt und alles ist zusammen wieder so zu sehen. Und ich denke, dass jetzt nur noch eine Viertelstunde bis zum Finish ist. (14:25 Uhr, Leute. Und da vorne ist schon der Endpunkt. Also, es war eine schöne Wanderung. Geil. Kilometer weiß ich noch nicht, muss ich sehen. Aber ich werde mich jetzt etwas essen gehen. Ein Pommes mit etwas Gulasch wäre schon schön, ne? Und dann sehen wir uns wieder bei der Abmoderation. Hallo Leute, willkommen bei der Abmoderation von die internationale Tütentocht 3.8.2025 oder 3. August 2025. Ja, das war eine ganz schöne Wanderung. Eigentlich für 95% eine Waldwanderung, ja. Schönes Wetter, ich schätze um die 20 Grad, da war meistens im Wald, da war schön kühl, ne? Kein Regen, also alles super. Und das war in Lommel in Belgien. Ja, es war wieder eine belgische Wanderung. Ich hatte die nicht geplant, aber Samstag, ich denke, ich möchte irgendwo wandern und da fand ich die auf dem Internet. Und dann bin ich dahin, das waren nur 55 Kilometer, ich denke, das geht ja, ne? Also, ja. Ich habe da ein paar Fotos gemacht, nicht viele, weil ja, das Problem war ja, es gab kaum was zu sehen, nur Bäume. So wie hier, ne? Das war ungefähr die ganze Wanderung so. Na, das war ja bei die zweite VP. VP1 wurde VP2, da wurde das eine schöne Tasse Suppe habe ich da getrunken, ne? Gegessen natürlich. Mein Gott, nee. Schlimm ist das. Das hier, ja, das war nicht in Spanien, das war auch in Lommel, denn wir sind ja nur in Lommel gewesen, ne? Jedes Mal, wenn wir zurückkamen, kamen wir wieder zurück in den Dorf Lommel. Wir sind einfach so um Lommel herum gespaziert. Das war ganz spezial, muss ich sagen. Diese fand man auch überall, ne, diese Schilder. Besuche Lommel, ja, die samen überall im Wald die stehen, das war unglaublich. Manchmal lagen auch Bäume über die Straße, ne, wie man hier sieht, ja. Und dann hatten wir ein Highlight, das war nämlich das Soldatenfriedhof, das deutsche Soldatenfriedhof in Lommel. 40.000 Soldaten liegen da, einfach eine Schande. Hier steht es ja auch, Deutscher Soldatenfriedhof Lommel. Unglaublich, was die kaiserische Mafia da gemacht hat, ne? Und wer da immer nicht weiß, was die kaiserische Mafia ist, na, der soll sich mal informieren, ne? Denn die sind viel näher an dir dran, als du denken kannst. Noch mehr von diesen schönen Schildern. Dann gibt es das Kattenbos, ne, heißt das, Kattenwald, ja. Das war ein Teil von Lommel, das hieß auch so Kattenbos, ne. Noch mehr von diesen Schildern. Und das war es eigentlich schon al. Also, da war nicht viel zu sehen, nur Wald. Man sieht es hier ja auch.
Ja, die Kapelle habe ich nicht gesehen, da bin ich nicht gewesen. Auch den Schmetterling habe ich nicht gesehen, bin ich auch nicht dran gewesen. Den Friedhof, da war ich angewiesen, aber nicht drauf. Nein, das war so einfach nicht. Und ja, hier sieht man die ganze Karte, ne? Da standen wir an ein Tuch, wo die Kamera war. Ja. Und das, man hört ja immer das Geräusch von Motoren und da war ja eine Europameister geworden. Ne? Und das ist wahrscheinlich in diesem Gebiet. Weil das ist, wie man hier sieht, das sind alles Drecks. Dreck 17, Dreck 18, Dreck 17, Dreck 5, 77. Und das ganze Gebiet, da sind wir entlang gelaufen. Dann haben wir zum VP2 gelaufen. Und dann von VP2 liefen wir wieder weiter entlang dieses Gebiet. Das war komplett umzäunt. Und hier war das Teil, wo die Kamera stand. Hier kamen wir dran und hier stand irgendwo die Kamera, wo ich sagte, ist das ein Militärgebiet? Ist es nicht? Nein, war es nicht. Es ist tatsächlich ein Motocross. So sieht es aus, Motocross, ne? Das war das Blaue Meer, das ist die Camping, ne? Da kamen wir auch entlang. Ich dachte, dass es Lommeler Bergen waren, aber das ist es nicht. Der Soldatenfriedhof, der lag hier. Und man sieht schon, wir sind immer so um den Dorf. Hier ist das Dorf, Lommel. Und da sind wir immer so umrum. Wir sind hier gestartet, angefangen. Und sind wir einfach um den Dorf rumgelaufen. Hier rum. Zurück zum Dorf. Und dann wieder. Ja, dann muss ich mal schauen, wie wir dann gelaufen sind. Zum Pause. Hier. Und dann von hier wieder zurück im Dorf ein Stück. Und dann wieder aus dem Dorf. Unten rum. Und dann wieder zurück zum Pause. Und dann wieder hier hinten rum. Und wieder zurück zum Dorf. Also wir sind immer nicht weit vom Dorf weg gewesen. Ne? Immer waren wir in der Nähe des Dorfes. Wir hatten ein bisschen Höhenmeter. Ich sehe das ja, ein bisschen. Da habe ich meine Pause gemacht. Nein, das ist das Geschwindigkeitsprofil. Hier ist die Höhenmeter. Ja, das sind nicht viel, ne? Sieht man ja auch. Wir hatten ja 4 Uhr 9 Minuten gelaufen, 20,5 Kilometer, 4,9 Kilometer pro Stunde, also knapp 5 Kilometer pro Stunde, 150 Meter runter und 160 Meter hoch. Also Höhenmeter war nicht viel, aber es war doch ein bisschen hügelig da. Ich muss schon sagen, schöne Wanderung, ja, bin sehr zufrieden drüber. Und dann werde ich sagen, wenn Ihnen diese Wanderung gefallen hat, gebt es einen Daumen hoch. Schreibt in den Kommentaren, was ihr von der Wanderung fand. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao, Ihr Theo.